ist soweit. Der Monsun hat Phuket voll im Griff. Seit einer Woche regnet es oft und heftig und mehrmals treffen uns sturmartige Winde. Hoffentlich macht uns das am Wochenende nicht zu sehr zu schaffen. Aber erstmal werden am Freitag Reis und Eier angeliefert. Da haben wir schon mal Glück, beziehungsweise die Sklaven haben es, weil es beide Male während ihrer Anlieferung nicht regnet. Freitagnacht gießt es wie aus Eimern bis zum Samstag um 5 Uhr morgens und hört dann auf. Mal wieder Glück gehabt, denn um 6 Uhr stehen wieder Hundertschaften auf der Straße und warten darauf, dass die Absperrungen zur Nebenstraße endlich geöffnet werden. Sie wollen ihre Abholnummern ergattern. Als sie eingelassen werden, ist der Wartebereich trotz redlicher Bemühungen der Ordnungskräfte innerhalb von Minuten überfüllt und von Abstand kann keine Rede sein. Also, Absperrung zu und schnell Nummern ausgeben, um die Ansammlung aufzulösen. Das nächste Mal lassen die Ordner dann immer nur 40 bis 50 Personen auf einmal rein, sodass Abstand gehalten werden kann. Innerhalb einer Stunde sind die Nummern vergeben und nach einem kurzen Frühstück beginnen die Coroneros im Lokal Reis und Eier in Rationen abzufüllen. Am Abend kommen die Nummerbesitzer ja, um ihre Beute nach Hause zu tragen. Um 8 Uhr kommt dann Rambo Palit an und kontrolliert erstmal, ob die Crew auch den Vorschriften entsprechend arbeitet und alles seine Ordnung hat. Dann hilft er, abgefüllte Reisbeutel nach vorne zu tragen, damit sie später auf den Pick-up verladen werden. Tangma kann heute leider nicht helfen, das bedauern sie und Palit sehr.
Am Abend ist alles bereit und kurz vor 18 Uhr haben die Coroneros ihre Arbeitsplätze aufgebaut, die Wegmarkierungen und Absperrungen errichtet und der Startschuss fällt. Den meisten Essensempfänger ist der Ablauf vertraut, nur wenige neue müssen eingewiesen werden. So zieht sich die Prozedur durch den frühen Abend und durch die Dämmerung bis in die Dunkelheit. Die VIPs, Klammer auf, die mit Problemen beim Gehen, Klammer zu, werden von den Ordnungshütern mit besonderer Aufmerksamkeit bedient. Der Rest muss sich in den normalen Publikumsverkehr einordnen. Eine kleine Änderung gibt es aber. Kurz vor dem Pick-up sitzen Ying und eine Polizistin an einem Tisch und nehmen die Abholnummern in Empfang. Jede Nummer, die sie annehmen, lesen sie laut vor. Das ist unverfänglich, aber hinter der Ecke, vom Publikum nicht einsehbar, sitzen die Nichte Bui und die Coronera Chum. Die beiden haken die vorgelesenen Nummern in Listen ab. Das muss schnell gehen, aber unsere Bürokraten sind ja fit. Wenn eine Nummer schon abgehakt ist, aber nochmals aufgerufen wird, dann hat man einen Kopierer erwischt. Damit hat niemand gerechnet. Und dann kommt der routinierte Ablauf plötzlich ins Stottern. Die Schlange steht still, weil einige Schlaumeier arglos in die Falle getappt sind. Sie werden zur Seite gebeten und müssen warten. Die Corona-Maschine muss ja weiter drehen, die läuft jetzt aber ziemlich hakelig. Dann wird den Schlaumeiern von einem der Polizisten erklärt, was sie getan haben. Anschließend sagt ihnen Prop kräftig die Meinung und als letztes erkläre ich ihnen, was sie mit ihrer Schwindelei anrichten. ก๊อปปี้ได้คนหนึ่งแล้วนะบัตรคิวก๊อปปี้กี่คนนั่นน่ะคนหนึ่ง Ich erzähle ihnen, dass ich verstehen kann, wenn jemand aus Hunger klaut, aber kein Verständnis dafür habe, dass jemand einen anderen Hungrigen um dessen Ration betrügt, um diese weiter zu verkaufen, dass sie damit auch nicht uns bestehlen, sondern ihre eigenen Nachbarn. Und wenn das nicht aufhört, werden unsere Geldgeber in Europa nicht mehr spenden, weil sie keine Diebe fördern wollen. Dann müssen wir aufhören, Essen zu verteilen und niemand bekommt mehr etwas.
Eine letzte Frage an die Kopierer, ob sie mich wohl verstanden hätten und ob sie das, was sie getan haben, richtig finden. Da gibt es ziemlich betretene Gesichter und bei einigen auch Tränen. So, jetzt geht nach Hause und denkt darüber nach. Und wenn ihr nächste Woche wiederkommt, dann bitte ohne Kopien. Denn was wir hier tun, das machen wir, um Menschen in Not zu helfen, nicht um ein paar Schlaumeier zu finanzieren. Zum Glück lag eine Woche zwischen der Entdeckung der Lumperei und dem Zuschnappen der Falle. Sonst wäre meine Reaktion zu spontan und zu hart gewesen und ich hätte wohl unüberlegt reagiert. Der Feierabend kommt dann endlich und es hat immer noch nicht geregnet. Wie ist das möglich? Wir sind doch mitten im Monsun. Am Sonntagmorgen geht es dann wieder in die Nobelherbergen der Nichtmobilen. Dort wartet man schon sehnsüchtig auf unseren Besuch. Was uns dort an Elend erwartet, wissen wir ja. Aber es schmerzt immer wieder aufs Neue, es zu erleben. Die Menschen dort hausen teilweise unter schrecklichen Bedingungen und wissen oft nicht, wie sie an das Allernotwendigste zum Überleben kommen sollen. Die Frau mit der Herzoperation wird von ihrer Tochter unterhalten und versorgt. Diese ist aber wegen Corona arbeitslos geworden und die beiden leben praktisch von nichts. Das alte Moped ist defekt, das heißt, sie sind nur im Gehbereich mobil. Und die Miete ist seit 4 Monaten im Rückstand, aber der Vermieter möchte zwar sein Geld, zeigt aber bisher Geduld. Die ärztliche Versorgung der Mutter im Krankenhaus ist gratis, aber die Medikamente müssen sie selbst bezahlen. Geld dafür ist nicht vorhanden, so greifen die beiden auf billige, aber wertlose Ersatzmedikamente zurück. Das ist ein Fall, den Prop direkt in ihren Aufgabenbereich übernimmt. Als wir dann mit den Nichtmobilen fertig sind und nach Hause fahren, sind Prop und ich sehr still und in uns gekehrt. Am Nachmittag öffnet der Himmel dann wieder seine Schleusen und es schüttet wie aus Eimern. Langsam keimt beim Dino der Verdacht auf, dass St. Petrus ein verkapptes Mitglied der Corona-Gang ist. Hoffentlich hält er auch für den Rest des Monsuns seine Hand über die Coroneros.